Für wen lohnt es sich überhaupt auszuwandern? Und damit meine ich jetzt, ob es sich finanziell lohnt oder nicht. Das ist eine Frage, die sich über kurz oder lang jeder stellt, der sich mit dem Thema Auswanderung befasst. Und genau mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video einmal näher befassen. Bekanntlich kann es viele Gründe geben, auszuwandern. Du willst die Welt kennenlernen, du hast dich verliebt, du möchtest aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz weg und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles gute Gründe, aber gerade wenn man vielleicht ein bisschen älter wird, fragt man sich natürlich, lohnt es sich auch finanziell? Denn man will ja nicht einen solchen Schritt ins Ausland machen und sich dann selbst finanziell ruinieren, sondern man möchte vielleicht diese Erfahrung sammeln, man möchte vielleicht auch weg aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, aber natürlich nicht um jeden Preis. Nicht, wenn der Preis dafür wäre, dass ich dann finanziell hier am Hungertuch nagen müsste. Wir kennen ja diverse Fernsehshows, dramatische Reality-TV-Fernsehshows, die genau natürlich auf solche Auswanderer abzielen. Auswanderer, die ehrlich gesagt von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die sich dann hier mit irgendeinem verrückten Business oder irgendeiner verrückten Tätigkeit versuchen, in einem gottverlassenen Land durchzuschlagen und sich wundern, dass sie dann finanziell und auch sonst komplett auf die Schnauze fallen und dann heulend wieder zurückkehren müssen. Natürlich, das sind extrem überzeichnete Fernsehsendungen. Ich persönlich kenne niemanden meiner Mandanten und es sind viele hundert, die ausgewandert sind, denen es jemals so geht. Aber natürlich, auch wir haben Mandanten, die sich zunächst für ein Land entscheiden, aber dann doch lieber in ein anderes Land umziehen, weil es ihnen eben im erstgenannten Land nicht gefallen hat. Oder auch Mandanten, die wieder zurückkommen. Sowas kann passieren. Ich hatte jetzt vor kurzem mit Mandanten gesprochen, die waren 20 Jahre in Australien. Die sind jetzt zurück in Deutschland. Die sind allerdings nicht finanziell ruiniert, sondern möchten jetzt einfach wieder in Deutschland leben. Ja. Das heißt also, die Frage ist, für wen lohnt sich ein solcher Schritt finanziell? Oder wann ist es unklug, überhaupt diesen Schritt ins Ausland zu machen? Man könnte natürlich über dieses Thema tagelang sprechen, weil ja die Situation eines jeden Einzelnen komplex ist und anders ist. Wir wollen uns daher hier auf einige Fälle konzentrieren und das Ganze einmal ziemlich vereinfachen. Ich möchte als nächstes einmal von Angestellten sprechen. Später komme ich dann zu Unternehmern, Freiberuflern und Investoren. Aber fangen wir einmal mit Angestellten an. Wann lohnt es sich für einen Angestellten auszuwandern? Wann lohnt es sich finanziell? Wie gesagt, wenn es dir allein um die positive Erfahrung geht, dann ist ja dir die finanzielle Seite egal. Dann gehst du einfach ins Ausland und wenn du genug hast, kommst du wieder zurück. Ja, aber wann lohnt es sich finanziell? Es lohnt sich dann finanziell, wenn du den richtigen Beruf hast, wenn du die richtige Ausbildung hast und wenn du über genügend Berufserfahrung verfügst. Es gibt etliche Länder, wo du mit dem richtigen Beruf und der richtigen Berufserfahrung viel mehr Geld verdienen kannst als in Deutschland und Österreich. Zum Beispiel die Schweiz, das beliebteste Auswanderungsland für Deutsche und eines der beliebtesten Auswanderungsländer auch für Österreicher. Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass die Löhne in der Schweiz in vielen Bereichen doppelt so hoch sind wie in Deutschland oder in Österreich. Die Steuern sind aber sehr viel günstiger, die Lebenshaltungskosten sind natürlich höher. Aber das ist ein typisches Beispiel für eine Auswanderung, die sich lohnt, wenn du eben über das richtige Jobprofil verfügst. Nicht für jeden natürlich lohnt sich die Auswanderung, aber wer entsprechend qualifiziert ist, die entsprechende Berufserfahrung hat, für den lohnt es sich. Und tatsächlich muss man sagen, gibt es eine weite Bandbreite hier von Personen, für die es sich lohnen würde. Auch die angelsächsischen Länder, und hier meine ich insbesondere jetzt die USA und gegebenenfalls auch UK, Kanada, Neuseeland und Australien, sind offen für diejenigen, die den richtigen Beruf, die richtige Berufserfahrung bzw. die richtige Berufsausbildung haben. Dort bekommst du als Angestellter ohne weiteres ein Visum, zum Teil auch eine sofortige Aufenthaltsbewilligung, wenn du hier eben einen Job hast, der im Land gefragt ist. Und gerade natürlich in den USA ist der Verdienst ähnlich hoch wie in der Schweiz.
jedenfalls in der richtigen Branche und im richtigen Tätigkeitsfeld. Aber eben auch in Ländern wie Kanada oder Neuseeland hast du eine große Auswahl von Jobs. Das geht von Krankenschwestern über Ärzte, aber eben auch zum Beispiel Personen mit Qualifikationen am Bau und Berufserfahrung sind hier ebenfalls willkommen. Hier ist also ein weites Tätigkeitsfeld abgedeckt. Du musst da mal online schauen. Die meisten Länder haben hier Listen zu Qualifikationen, die hier besonders gefragt sind. Der Fachkräftemangel ist eben in jedem Land real, wobei Fachkräfte eben auch schlicht und ergreifend Altenpfleger heißen kann. Das muss jetzt nicht irgendein Universitätsprofessor sein. Mandanten, die in solche Länder umgezogen sind, ich sage Australien als Beispiel, machen dort in der Regel eine sehr gute Erfahrung. Das heißt, nicht nur verdienen sie sehr viel mehr, sondern auch das Wetter, der Lifestyle ist natürlich herrlich, wenn dir das gefällt, sowas ist ja ganz klar. Und du kannst dann immer überlegen, nach einigen Jahren, möchtest du nun zurückkommen nach Deutschland oder lieber dort bleiben? Meiner Erfahrung nach bleiben viele dort. Viele kommen aber auch zurück, weil sie dann diese Erfahrung im Ausland genossen haben, aber eben doch wieder zurück wollen in die Heimat. Wenn es um Länder geht, die üblicherweise ein sehr viel niedrigeres Lohnniveau als Deutschland, Österreich und die Schweiz haben, insbesondere natürlich Deutschland und Österreich, die Schweiz hat ja ohnehin schon ein sehr hohes Lohnniveau, dann wäre ich sehr vorsichtig, dorthin umzuziehen. Auch wenn du nicht im Vorfeld den Job in der Tasche hast, nach Neuseeland, Australien und die USA, kommst du ja entsprechend nur mit der richtigen Qualifikation, die dir dann ermöglicht, eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Aber gerade in die EU-Länder kannst du einfach umziehen, ohne irgendeine Qualifikation zu brauchen. Ich wäre hier sehr, sehr vorsichtig, würde ich eigentlich nicht machen, dort einfach hin umzuziehen und dann mal zu warten, was du dann hier so vor Ort an Arbeit finden kannst. Das geht vielfach einfach schief, vor allen Dingen, wenn du die richtigen Sprachkenntnisse nicht hast. Davon kann man also nur abraten. Das lohnt sich meistens nicht und endet in einem Desaster. Übrigens, auch wenn du angestellt bist, solltest du vor exotischen Destinationen deshalb keine Angst haben. Also zum Beispiel, wir haben viele Mandanten, die als Angestellte nach Dubai ausgewandert sind. Die haben dann dort einige Jahre gearbeitet. Ich muss mich jetzt gerade hier an ein paar erinnern. Die haben 8 Jahre insgesamt in Dubai gelebt, haben beide dort als Angestellte gearbeitet, sogar für den Staat, haben beide sehr gut verdient, keine Steuern bezahlt, konnten dann mit dem Ersparten letztlich nach Deutschland zurückkehren und sich dann hier sozusagen sofort die Traumimmobilie kaufen. Ja, das sind eben Möglichkeiten, die sich dir bieten, wenn du diese Auswanderung geschickt einsetzt. Und wie gesagt, Dubai ist hier gerade interessant. In Dubai gibt es aber natürlich auch genauso viele Jobs, wo man den totalen Horror erleben kann. Ja, also auch hier, es ist wichtig, dass du dich informierst. Aber wie gesagt, grundsätzlich muss man vor exotischen Destinationen keine Angst haben, wenn man seinen Research richtig macht und einem dort eine Möglichkeit geboten wird, die sich eben entsprechend auch beruflich und finanziell lohnt. Kommen wir nun zu den Unternehmern, den Freiberuflern und den Investoren. Für diese Gruppe sind natürlich die steuerlichen Aspekte sehr viel wichtiger, aber das Ganze ist natürlich auch ein komplexerer Vorgang, diese Auswanderung. Denn meistens ist es ja so, dass du bereits ein Unternehmen hast und dann spielen so Dinge hier rein, wie zum Beispiel die Wegzugsteuer oder auch die Entstrickungsbesteuerung. Besonders dann, wenn du Deutscher bist oder Österreicher, beziehungsweise wenn du in Deutschland oder Österreich wohnst. Das heißt, was ich als erstes machen würde, bevor ich ans Auswandern denke, ist, mich zu fragen, ob ich dieses Thema hier einigermaßen kostengünstig regeln kann. Kann ich die Wegzugsteuer sparen? Fällt Entstrickungsbesteuerung an? Kann ich sie vermeiden? Hier wirst du gegebenenfalls mit dem Steuerberater sprechen müssen, denn das sind komplexe Sachverhalte, die gelöst werden müssen. Vielleicht bist du ja in der glücklichen Situation, dass du gerade einen Exit vorbereitest oder ihn schon hinter dir hast. Dann ist das Ganze natürlich einfach. Aber auch dann stellt sich vielfach die Frage, was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Holding Company habe, das heißt also meine Holding hat ja eine Beteiligung verkauft, dann haben wir wieder das Thema Wegzugsteuer und so. Also wenn du hier Beteiligung hast an Kapitalgesellschaften ab einem Prozent im In- oder Ausland, dann hängt die erfolgreiche Auswanderung im Wesentlichen davon ab, ob du auch dieses Thema Wegzugsteuer und Entstrickungsbesteuerung lösen kannst. Denn ansonsten würde dir das ja hier die ganze Auswanderung doch tatsächlich ziemlich versalzen. Aber nehmen wir mal an, dass dieses Thema gelöst ist. Viele Unternehmer und Freiberufler können einfach im Ausland die gleiche Tätigkeit weitermachen. Du kannst ja auch vom Ausland aus zum Beispiel
den deutschen Markt bedienen. Verbietet dir ja keiner, ist ja nicht verboten. Meistens kannst du es dann sehr viel steuergünstiger machen, wenn du ins richtige Land umziehst. Hier also würde ich sagen, lohnt sich die Auswanderung finanziell sogar sehr, wenn du entsprechend Kunden remote bedienen kannst. Ja? Wenn also deine Anwesenheit vor Ort in Deutschland, Österreich oder Schweiz nicht notwendig ist. Wenn du hier per Zoom oder Teams sprechen kannst oder einfach dann natürlich per E-Mail und anderweitig kommunizieren kannst. Wenn das funktioniert, dann macht die Auswanderung natürlich sehr viel Sinn, denn du kannst die gleiche Tätigkeit weitermachen, kannst aber in der Sonne leben und möglicherweise sehr viel weniger Steuern zahlen, als du es in Deutschland oder Österreich machen würdest. In der Schweiz ist ja schon das steuerliche Niveau recht niedrig, aber auch in der Schweiz werden ab einigen 100.000 hier die Progression schon ziemlich spürbar, muss man sagen. Also das heißt, neben Wegzugsteuer und Entschädigungsbesteuerung ein kritisches Thema, kann man die Tätigkeit remote ausüben. Und natürlich kannst du möglicherweise eine Tätigkeit sogar mit ins Ausland nehmen. Das heißt, hast du einen Kundenstamm möglicherweise schon aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die du einfach in Zukunft weiter dann remote bedienen kannst, du gar keinen neuen Kunden suchen musst. Auch das ist natürlich sehr attraktiv. Für Investoren, also jene, die hier vor allen Dingen vom Kapitalvermögen leben, ist der Wegzug ins Ausland vor allen Dingen dann interessant, wenn Sie in ein Land umziehen, wo die Besteuerung auf entsprechende Einkünfte sehr viel niedriger ist als in Deutschland, Österreich oder Schweiz oder es eine solche Steuer gar nicht gibt. Dubai hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist natürlich das klassische Land, aber es gibt auch andere Länder. Die Non-Dom-Länder sind ja vielfach hier im Gespräch, zum Beispiel Malta oder Zypern, wenn du jetzt innerhalb der EU leben möchtest. Vielfach auch Länder Lateinamerikas, zum Beispiel Costa Rica, Uruguay, Paraguay. Das sind alles Länder, wo du auf solche Einkünfte hier keine Steuern bezahlen musst. Das lohnt sich natürlich dann auch. Was für Unternehmer ebenfalls interessant sein kann, ist, wenn sie ein lokales Unternehmen gründen können, was Kunden zum Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum bedient. Wir haben vor kurzem mal 2 Podcast-Folgen zum Thema Kolumbien aufgenommen. Du kannst vielleicht an die eine Folge noch erinnern. Da ging es um jemanden aus der Schweiz, der in Kolumbien ein Reiseunternehmen gegründet hat, das deutschsprachige Touristen bedient. Das kann natürlich sehr lukrativ sein. Und wir kennen andere Fälle, wo zum Beispiel Mandanten lokale Immobilien verkaufen, auch wiederum vielfach an deutschsprachige Kunden. Also immer wenn du letztlich hier 2 Welten verbinden kannst, da entstehen immer interessante finanzielle Synergien. Eine Auswanderung kann sich ebenfalls lohnen, wenn du damit deine Nachlassplanung entsprechend steuergünstig gestalten kannst. Wir wissen, dass die Erbschaftssteuer ein riesiger Faktor ist, wenn es um die Vernichtung von Vermögen geht. Wenn du es also schaffst, in ein Land umzuziehen mit deinen Erben zum Beispiel oder über Schenkungen, über Stiftungen dann entsprechend eine Lösung hinbekommst, wo du diese Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer vermeiden kannst, das kann natürlich finanziell sehr attraktiv sein. Deswegen sind zum Beispiel Länder wie Kanada oder Australien als Auswanderungsländer gerade bei reichen asiatischen Familien sehr attraktiv, weil es eben dort keine Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer gibt. Das heißt, die Familie zieht in dieses Land um, man strukturiert dann das Vermögen neu. Das ist natürlich alles komplizierter gesagt als getan. Ich meine, gerade für Deutsche gibt es dann in Deutschland immer noch eine Erbschaftssteuer für 5 bis 10 Jahre, die man berücksichtigen muss. Das heißt, dort kann man nicht einfach umziehen und dann im Ausland hier verschenken, vererben. Das alles ist noch in Deutschland steuerlich relevant. Aber mit ein paar Jahren Zeit ist das natürlich hier alles zu organisieren. So, und die letzte Gruppe, die ich ansprechen möchte, hier sind Start-up-Gründer. Wenn du davor stehst, ein Start-up zu gründen, dann würde ich mir sehr gut überlegen, wo du dieses Start-up gründest und wo du selbst wohnst. Also wohnst du zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, dann musst du Dinge berücksichtigen, dass du zum Beispiel beim Exit dieses Start-ups dann Steuern bezahlen musst. Natürlich, du kannst eine Holding etablieren, aber dann ist das Geld in der Holding drin und da musst du dann bei der Ausschüttung an dich selbst Steuern bezahlen. In der Schweiz ist die Veräußerung ja steuerfrei möglich. Lebst du zum Beispiel in den USA, dann kannst du hier Anteile an deinem Startup steuerfrei verkaufen in Millionenhöhe. Und wenn wir schon über das Thema USA sprechen, hier kommen natürlich dann andere Dinge noch zum Tragen. Und das ist ja vielfach, dass Startups auf Kapital angewiesen sind. Und hier solltest du dich jetzt gut fragen, wo bekomme ich eigentlich am meisten Kapital? Auch hier natürlich vielfach werden die USA ganz vorne stehen.
dann muss natürlich auch deine Geschäftsidee in den USA funktionieren. Man will hier möglicherweise ein gewisses Proof of Concept dann sehen. Aber wenn es das tut, dann kannst du natürlich in den USA oder vielleicht auch in anderen Ländern hier sehr viel mehr Geld für dein Startup hier einwerben, als wenn du dort wohnen bleibst, wo du jetzt gerade bist. Und wenn du es dann richtig machst, dann möglicherweise auch beim Verkauf dann ja auch richtig viel Steuern sparen. So, jetzt dachte ich eigentlich, die Startups wären hier die letzte Gruppe, die ich erwähne, aber ich möchte natürlich auch noch die Rentner hier nennen. Wir haben ja schon etliche Videos zum Thema Rentner gemacht, Rente im Ausland empfangen. Wie du weißt, gibt es dann Doppelbesteuerungsabkommen, nach dem sich dann die Besteuerung der Rente richtet, auch der deutschen Rente, und zwar sowohl der Sozialversicherungsrente als der betrieblichen Altersvorsorge. Und dann gibt es noch Dinge zu berücksichtigen wie Einmalleistung etc. pp. Aber hier gibt es natürlich Länder in Europa, sei zum Beispiel genannt Spanien oder auch Griechenland, wo dann auf solche Einkünfte als Rentner hier sehr wenig Steuern zu bezahlen ist. Und zwar nicht nur auf solche Sozialversicherungsrenten, zum Beispiel, wenn du dann auch noch hier Einkünfte aus Kapitalvermögen hast, zahlst du möglicherweise nur 7% Steuer. Das ist natürlich relativ wenig. Ja. In manchen Ländern musst du überhaupt nichts bezahlen. Da gibt es eine doppelte Nichtbesteuerung. Das kann also auch sehr interessant für dich sein. In anderen Situationen muss die Sozialversicherungsrente in Deutschland versteuert werden, aber die Betriebsrente kann im Ausland besteuert werden, genauso eben wie natürlich Kapitalerträge. Ja, das heißt, auch hier Rentner können von einer Auswanderung tatsächlich finanziell profitieren, aber es ist auch hier wichtig, dass du die Parameter genau abklärst. Vielfach ist es tatsächlich so, dass sich für Rentner die Auswanderung nicht lohnt. Oder aber Rentner wandern ins Ausland aus, vielleicht in ein Land, wo es günstige Lebenshaltungskosten gibt, und sie bleiben weiterhin freiwillig in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Das ist eine Möglichkeit, die man dann nutzen kann. Also wichtig ist, dass du aus diesem Video mitnimmst, nicht für jeden lohnt sich die Auswanderung. Ich habe jetzt hier eine Reihe von Personenkreisen genannt, für die sich die Auswanderung unter den richtigen Rahmenbedingungen unbedingt lohnt. Wenn du dich mit dem Thema Auswanderung auseinandersetzt, solltest du dich genau mit den Themen beschäftigen, die ich gerade eben genannt habe. Du willst nicht enden wie einer jener bedauernswerten Individuen, die hier bei diesen Reality-TV-Sendungen hier zur Schau getragen werden, die einem nur leid tun, die aufgrund eines schnellen Flirts, den sie für die große Liebe halten, ins Ausland umziehen, in irgendein Entwicklungsland und dann dort totunglücklich werden. Das willst du sicherlich vermeiden. Das heißt, hier ist ein ordentliches Maß Realismus unbedingt notwendig. Viele werden dann vielleicht zum Schluss kommen, es lohnt sich nicht finanziell ins Ausland zu gehen. Wie gesagt, das heißt, ich wäre hier auf jeden Fall konservativ. Im Zweifelsfall bietet sich vielleicht die Möglichkeit an für dich, dort wohnen zu bleiben, wo du momentan wohnst, aber du hast vielleicht eine Möglichkeit mit deinem Arbeitgeber, eine Vereinbarung zu finden, wo du für eine gewisse Zeit vom Ausland aus remote arbeiten kannst. Wir haben Mandanten, die das machen. Wir haben Mandanten, da sagt der Arbeitgeber, du kannst im Ausland dich aufhalten und von dort arbeiten. Auch hier in Deutschland oder Österreich arbeitest du von zu Hause aus. Achte einfach darauf, dass du nicht mehr als 183 Tage in einem Land im Ausland bist. Also, so bekommt dieses Paar hier weiterhin seine Bezahlung aus Deutschland. Sie zahlen weiter in Deutschland Steuern, sie sind dann weiterhin angemeldet, haben dann weiterhin ihre Wohnung, verdienen aber gemeinsam so viel, dass sie damit dann im Grunde um die Welt reisen können und dort in verschiedenen Airbnbs wohnen. Sicherlich nicht der günstigste Lifestyle, aber wenn man einigermaßen gut verdient, dann lässt sich das in der Regel schon arrangieren. Und so sehen sie auch was von der Welt, ohne aber wirklich jetzt auswandern zu müssen. Das heißt, das bietet sich für dich möglicherweise auch noch als Möglichkeit an, wenn du feststellst, dass es keine anderen Optionen gibt. Also der Traum vom im Ausland zu leben, dort zu arbeiten, dort Steuern zu zahlen, ist für viele realistisch, aber eben für viele auch nicht. Hier wäre ich also besonders selbstkritisch und würde hier an deiner Stelle genau deine Optionen prüfen, bevor ich mich hier auf ein Abenteuer einlasse. Das gilt natürlich in ganz besonderer Weise dann, wenn du Familie hast und nicht auf dich selbst gestellt bist. So, wenn du jetzt für dich festgestellt hast, dass die Auswanderung für dich in Frage kommt und du hier unter einen der hier genannten Personenkreise fällst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein.
Seit fast 20 Jahren beraten wir Mandanten steuerlich und rechtlich zu genau solchen Fragen. Was muss man tun, um im Ausland weniger Steuern zu bezahlen? Was ist zu beachten? Wie meldet man sich richtig ab zum Beispiel? Wie beende ich die unbeschränkte Steuerpflicht in meinem Herkunftsland? Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.